Hallo, mein Name ist Mark Chimowski und in diesem Beitrag wird es um Antisemitismus gehen. Aber was ist Antisemitismus überhaupt und was kann man dagegen tun? Ich habe einen interessanten Gast eingeladen, der genau diese Frage beantworten kann. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute im Studio darf ich Alexander Katz vorstellen. Schön, dass du da bist. Alexander, wo arbeitest du und was sind eigentlich deine Aufgaben? Hauptberuflich arbeite ich in der Pflege, aber ich arbeite ehrenamtlich in der jüdischen Gemeinde Kassel und in dem Sarah Nussbaum Zentrum, und dort ist meine Aufgabe oder Hauptaugenmerk Arbeit mit Jugendlichen und mit Multiplikatoren. Ich mache Führungen in der jüdischen Gemeinde Kassel, wo man über verschiedenste Themen rund ums Judentum spricht und auch über das Thema Antisemitismus. Bei mir sind fast alle Altersgruppen vertreten, von der 2. Klasse bis die älteste Gruppe hat ein Durchschnittsalter von 80 Jahren. Und dann spricht man offen halt über die heutigen Umstände und über die Probleme und Umstände, die man als Jude heute in Kassel, Deutschland hat oder überhaupt auf der Welt, und natürlich überhaupt über das Judentum und über die Synagoge und über die Geschichte Juden in Kassel. Okay, das ist sehr spannend und auch sehr wichtig. Ich selbst war als kleines Kind auch im jüdischen Kindergarten, und als Andenken an diese schöne Zeit habe ich ein Geschenk bekommen, und zwar das hier, kann man das gut sehen, das nennt man Dreidel und auf Hebräisch Siovon, glaube ich. Sevivon. Sevivon. Und das kann man so schön drehen und es sieht insgesamt schön aus, aber eigentlich ist es ja ein traditionelles Spielzeug. Und da kommen wir zu der Frage, welche Traditionen und Bräuche werden von heutigen Juden übernommen, beziehungsweise welche werden immer noch praktiziert? Übernommen werden alle. Es ist so, dass das Judentum hauptsächlich aus 613 Geboten und Verboten besteht, die in der Tora niedergeschrieben sind. Und unabhängig davon, welche Ausrichtung man im Judentum angehört, diese 613 Gebote und Verbote, die gelten für alle. Die verschiedenen Ausrichtungen unterscheiden sich eigentlich nur in den Regeln, die oben drauf kommen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, unabhängig davon, wo man in Deutschland lebt, wie die Traditionen weitergegeben werden. Zum Beispiel bei uns in Kassel, für die kleinen Kinder gibt es dann immer so ein genanntes Sommermachanee, das ist so ein Sommerferienclub, wo dann die Kinder zusammenkommen und dann halt dort das Judentum kennenlernen. Ja, das für uns, für Schüler, wir haben zum Beispiel Religionsunterricht, das heißt, anstatt von, dass wir in der Schule zu evangelischen Religionsunterricht oder zu Ethik hingehen, gehen wir dann am Abend in die Synagoge. Da gibt es anerkannten Schulunterricht. Ich habe auch zum Beispiel mein Zentral-Abi damals in der jüdischen Religion gemacht, wo ganz normal dann ein Prüfer kommt aus Frankfurt mit den Fragen. Man legt ganz normal die mündliche Prüfung ab, so wie man das im Abitur kennt. Und natürlich versucht man alles weiterzugeben. Traditionen sind halt nicht gleich Traditionen, weil es gibt das deutsche Judentum, es gibt das russische Judentum. Man muss dazu sagen, viele Juden heutzutage in Deutschland, die sind ehemalige Auswanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, die Traditionen haben sich ein bisschen vermischt, aber das sind minimale Unterschiede. Alles klar. Und ja, ich fand das ganz wichtig, über die jüdische Religion zu reden, damit man auch das alles vorher klärt, das alles erfährt, bevor man zu der Kernfrage des heutigen Interviews kommt, und zwar Antisemitismus. Was meinen Sie persönlich, was Antisemitismus ist, wie man es definiert, wie würden Sie es definieren? Da gibt es keine klare Definition dazu, weil ich sage mal, Antisemitismus vor 10 Jahren ist nicht das gleiche wie Antisemitismus heute. In dem Sinne, Antisemitismus hat verschiedene Formen. Zum Beispiel, es gibt israelbezogenen Antisemitismus, dann gibt es Zionismus, den sogenannten. Das sind alles im Grunde derselbe Antisemitismus, nur die Begründung ist unterschiedlich. Und um heute den Antisemitismus ein bisschen zu verstehen, muss man auch den Aufbau von der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland verstehen. Es ist so, dass
Deutschland ist nicht gleich Deutschland. Ich sage mal zum Beispiel in Hessen, offiziell die jüdische Gemeinde Kassel ist die zweitgrößte Gemeinde in Hessen. Aber das gilt nur, weil Frankfurt ausgeschlossen ist. Weil Frankfurt so groß ist, dass die mehr Mitglieder haben als alle restlichen Gemeinden in Hessen zusammen. Und es ist so, dass man auch dann eigentlich München, Berlin und Frankfurt ausklammert, weil die einfach so riesig sind. Und Berlin, die haben weit über 10.000 Mitglieder, Frankfurt über 5.000, Kassel hat 800 und ist damit schon eine der größten Gemeinden Hessen. Also, Wiesbaden ist ein bisschen größer, die anderen Gemeinden sind viel kleiner. Und es ist auch so, dass der Aufbau der Gemeinden unterschiedlich ist. Ja. Also zum Beispiel bei uns in der jüdischen Gemeinde Kassel ist das so, dass von den 900 Mitgliedern fast 850 bzw. 870 sind russische Juden, also einschließlich mir. Wir sind die ehemalige Auswanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Und leider nur die Minderheit sind deutsche Juden. Warum mache ich so diesen Schwerpunkt? Es ist so, Juden gibt es in Deutschland seit Ewigkeiten. Also der erste schriftliche Nachweis über Juden in Kassel ist von 1238, glaube ich, also fast 800 Jahre her. Ja. Und das ist der schriftliche Nachweis. Und natürlich hat man in der Zeit, nach 800 Jahren, hat gewisse eigene Traditionen auch entwickelt. Andere Sprache, also es gibt die Sprache Jiddisch, die man überall jetzt versteht als Jude, aber nicht das gleiche wie Hebräisch ist. Und überwiegend ist Jiddisch vom Deutschen abgeleitet. Also viele sagen, es ist leichter Jiddisch zu verstehen als Bayerisch. Ja, ist leider so. Ja, zum Beispiel habe ich mir auch ein paar Lieder angehört auf Jiddisch und man hat da wirklich ein paar deutsche Wörter raushören können irgendwie. Das heißt, man erkennt da wirklich Gemeinsamkeiten. Also Jiddisch ist zu 60% Deutsch, also ein bisschen eher Plattdeutsch. Ja. Also das Altdeutsch, aber das ist auch so eine Tradition. Das spricht man aktuell auch in Russland, weil ich sag mal, viele sind ursprünglich aus der deutschen Richtung. Zum Beispiel meine Familie, ich komme zwar aus der Sowjetunion, aber um 1800 rum kamen wir aus dem Bereich Nordösterreich, Süddeutschland, irgendwo da um die Ecke. Wir sind nach Osten gezogen und eigentlich sind wir zurückgekommen. Und wenn man jetzt den Schwenk zurück zum Thema Antisemitismus macht, die Empfindlichkeiten von verschiedenen Personen ist auch verschieden und verschiedene Reaktionen sind, weil manches eckt bei einem stärker an als beim anderen. Zum Beispiel beim Israeli wird der israelbezogene Antisemitismus stärker anecken als zum Beispiel als jemandem aus dem Osten. Aber das kann man auch nicht pauschal sagen. Deswegen ist das so schwierig, weil man kann nicht Antisemitismus klar abstecken. Weil es gibt islambezogenen Antisemitismus, also ich glaube offiziell gibt es 15, 17 Formen mittlerweile von Antisemitismus und eigentlich jede Gruppe kann eine eigene Form davon entwickeln, aber der Ursprung ist ja immer der gleiche. Und das Schlimmste, das Ziel, gegen dem sich das Antisemitismus richtet, ist immer das gleiche und das ist ja das größte Problem. Ja, das ist wirklich ein Problem. Und wie belastend ist eigentlich die Diskriminierung? Unterschiedlich. Zu sagen, dass es keine gibt, kann man nicht. Also man erfährt sie, es ist nicht so, dass man dauerhaft hier in Kassel, ich rede jetzt aus meinen eigenen Erfahrungen, am laufenden Bande diskriminiert ist, aber man kann nicht behaupten, dass man keine Erfahrung damit gemacht hat. Das geht von Ämtern, es geht halt weniger systematisch, sondern wenn man Pech hat mit der Person, mit der man Kontakt hat, wird man diskriminiert. Weil auch Diskriminierung kann man ja auf verschiedene Weise. Es ist ja nicht so, dass jeder sagt, du bist Jude und bist jetzt eine Person zweiter Sorte. Aber das ist jetzt ein Extremfall. Aber es geht auch zum Beispiel, dass wenn ich dann auf einer Party ein paar Bierchen trinke und jemand dann um 2 Uhr nachts feststellt, dass ich Jude bin und ich mich plötzlich nach Kasten Bier plötzlich für den Nahostkonflikt rechtfertigen muss. Es geht nicht darum, dass man mich fragt, was halte ich davon, sondern es wird eine Aussage getroffen, auf die ich reagieren muss. Es werden keine Fragen gestellt. Und es ist nicht, dass die Person mich unbedingt beleidigen will, aber für einen selber ist es halt, man wird anders behandelt wie jeder andere auf der Party. Und das hat ganz verschiedene Ebenen. Zum Beispiel, wenn die jüdische Gemeinde aufmacht,
egal zu welcher Veranstaltung, es ist so, dass immer ein Polizeiwagen vor der Tür steht. Und ich empfinde es ganz unangenehm nach Halle. Auch davor habe ich den Sinn davon verstanden und auch nach Halle verstehe ich den mehr, weil Judentum ist eine kleine Gemeinschaft und man kennt die Leute, die in Halle in der Gemeinde drin waren, wenn nicht direkt, dann über Bekannte. Ich zum Beispiel über meine Schwester, sie hatte sehr viele Freunde jetzt, die da waren und man ist dann immer sehr persönlich davon betroffen. Und jedes Mal, wenn ich so eine Führung in der Gemeinde mache, habe ich ja immer das Gefühl, ich lade ja die Menschen zu mir nach Hause, also in diesem Fall in die Gemeinde, damit sie mich kennenlernen, mich, das Judentum kennenlernen. Und gleichzeitig sage, ja, vertrauen tue ich euch nicht, deswegen lade ich immer die Polizei mit dazu ein, dass die aufpassen, dass ihr mich nicht fertig macht. Bei manchen Gruppen kann ich die Argumentation verstehen, aber witzig bis absurd finde ich zum Beispiel, wenn ich Zweitklässler da habe und von 4 Polizisten beschützt werde, also den Aufstand der Gartenzwerge, den kriege ich noch zu überleben. Aber wie soll man denn da ganz offen reden, wenn immer jemand gucken muss, dass nichts passiert? Ich lebe seit 20 Jahren in Kassel, sogar mittlerweile mehr. Und ich bin ganz normaler Kasseler. Ich bin hier zur Schule gegangen. Okay, Uni bin ich nach Göttingen und dann wieder zurück, aber ich habe fast mein ganzes Leben hier, also erwachsenes Leben hier in Kassel verbracht und ich will mich einfach so behandelt fühlen wie jeder andere in Kassel. Weil zum Beispiel für mich war so ein einschneidendes Erlebnis, als dann 2014 die großen Demos waren und also diese Anti-Israel-Demos und dann die Polizei gesagt hat, dass meine Familie nicht in die Stadtinnere darf, weil das zu gefährlich wäre. Also das war so mein ganz schlimmes, einschneidendes Erlebnis, was ich hatte. Natürlich hatte ich viel mit Antisemitismus davor zu tun. Also ich bin nach Kassel in ein kleines Dorf gekommen, wo ich Probleme hatte. Ich war hier auf der Hegesberg-Schule, die jetzt, muss man ehrlich sagen, nicht die offenste Schule, was das anging, war. Aber halt so wirklich dieses einschneidende Erlebnis, was nicht von Kindern ausgeht. Man muss einfach sagen, Kinder, Jugendliche, manche davon meinen es böse, die meisten, die provozieren einfach gerne. Also denen ist es egal, wie sie dich beleidigen, die wollen dich nur erwischen, die wollen dich verletzen. Und das ist ja die eine Sache. Aber wo es dann wirklich, ich sag mal, von Erwachsenen ausging, halt von den 3.500 Menschen, die demonstriert haben, da hat man sich dann plötzlich weniger sicher gefühlt. Das hat man zum Beispiel auch gesehen, als dann zum Beispiel während dieser Demos kein Mitglied der jüdischen Gemeinde hat sich getraut, sich zu diesen Demos mit seinem Original-Facebook-Account zu äußern. Also ich war einer der wenigen, die könnte man an einer Hand abzählen. Die meisten haben wirklich dann Fake-Accounts erstellt, um ihre Meinung kundzutun und das zeigt, wie viel Angst und Sorge steht. Und nicht nur, dass man irgendwie was Falsches sagt, sondern man hatte das Gefühl, dass die Leute Angst haben, sich als Jude zu outen. Also das wird, wir reden darüber, dass jemand, wenn er zugibt, dass er Jude ist, dass er sich outet. Und das zeigt ja, dass das schon ein großes Problem ist und viel Unsicherheit. Und ja, heute in Deutschland geht es uns besser als so in den meisten Ländern oder in vielen Ländern, aber wir sind ganz weit von dem Umstand ideal. Ja, und was meinst du, was man gegen Antisemitismus tun kann? Ui, das ist eine Frage, die ganz weitreichend ist. Ich bin da immer der Meinung, das ist auch der Grund, warum ich mit der ehrenamtlichen Arbeit angefangen habe. Jeder muss sich da erstmal an der eigenen Nase packen. Man kann nicht sagen, ich setze mich hin und warte, bis die Politik was löst oder ich überlasse das bestimmten Vereinen, sondern jeder muss damit anpacken. Weil es geht nicht darum, ich mache die Führungen, ich erwische relativ viele Leute, also ich habe pro Jahr ungefähr 60 Führungen mit Durchschnitt 25 Personen, die dann teilnehmen. Das heißt, ich habe relativ große Reichweite, aber das ist nur ein Aspekt. Genauso viel erreicht jeder Lehrer, wenn nicht mehr. Jeder Erzieher, ganz große Rolle spielen die Eltern, weil wenn du deine Kinder ohne Hass erziehst, dann ist das, was ich mache,
fast unnötig und das würde mich freuen. Dann würden ich die Leute zu mir zur Führung und wir würden nur über das Judentum reden. Weil das ist eine interessante Religion, das ist ein auch großes Thema, aber da müsste ich nicht jedes Mal auf diesem Thema Antisemitismus rumreiten. Aber es gibt ja auch sehr viele Missverständnisse über die jüdische Religion. Sehr viele Missverständnisse und man weiß eben auch sehr wenig darüber. Es ist so, die Missverständnisse, Vorurteile, die können ja entstehen nur durch den Mangel an Wissen. Ja. Wir brauchen gar nicht weit gucken, was jetzt aktuell im Internet und Facebook über Corona-Krise erzählt wird. Die Juden haben es erfunden, die Impfung ist auch von Juden erfunden, die werden damit die Weltmacht übernehmen, also alles Mögliche. Und auch alte Vorurteile, zum Beispiel so ein typisches Vorurteil aus dem Mittelalter, Pestzeit, Juden haben die Brunnen von Christen vergiftet. Es ist keine 2 Jahre her, wir hatten überall im Internet stehen, Juden vergiften die Brunnen von Palästinensern. Das heißt, selbes Vorurteil, man hat ein Wort ersetzt und 600 Jahre später lebt es wieder. Und natürlich geht es auf Mangel von Wissen, aber es ist nicht nur Mangel von Wissen über das Judentum. Es geht auch auf den Mangel von Wissen über eigene Religionen. Es ist ja so, dass man in den Schulen, während des Ethik, zu meiner Zeit, also ich bin 32, so lange ist es auch nicht, hat man immer gesagt, ihr müsst wissen, die 3 großen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, die haben mehr gemeinsam als Unterschiede und deswegen müssen wir alle Freunde sein. Nur einfach aus der Erfahrung, ich habe viel mit Schülern zu tun, die meisten wissen über ihre eigene Religion nichts oder sehr wenig. Es ist so, dass ich teilweise bei einer 7. Klasse, wenn ich frage, wer Moses ist, runde Augen sehe, Kopfschütteln. Und, in den Filmen sieht man ja auch, wie er das Meer in 2 Teile spaltet und so weiter. Da kommen ja gewisse Assoziationen, wenn man den Namen Moses hört. Es kommen die Assoziationen natürlich, aber das Wissen über die Figur hinter sich, weil Moses hat ja nicht nur das Meer geteilt. Und im Judentum hat Moses das Meer nicht geteilt, Moses hat gebetet und Gott hat das Meer geteilt. Da fängt schon an, Moses war kein Übermensch, er war unser Anführer, war ein Prophet, aber er war jetzt kein Harry Potter, der mit seinem Gehstock gewedelt hat und das Meer hat sich plötzlich geteilt. Wie gesagt, und da gibt es halt diese Missverständnisse. Das Problem ist, man hat jahrelang in Deutschland gesagt, es gibt einfach keinen Antisemitismus und deswegen hat man das Problem gar nicht angegangen. Also man hat gesagt, wenn es nicht gibt, wenn es darüber nicht geredet wird, machen wir den Deckel auf diesem Kochtopf drauf und irgendwann also ignoriert. Ist der einfach Kochtopf leer, als es rausgekocht und das Thema ist zu Ende. Nein, wir haben jetzt gesehen, mit der AfD ist das alles überkocht. Jetzt, wenn man in der Metapher einfach drin bleibt. Und jetzt wird das Thema, was früher nicht salonfähig war, offen überall angeredet, auch wieder teilweise um zu provozieren. Es ist halt schwierig zu sagen, wo dann die Grenze ist, weil zum Beispiel bei vielen Schülern ist das so, wenn man über das Antisemitismus-Thema redet, kriegt man das Gefühl, dass die Schüler haben, dass Antisemitismus während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Das ist ein Phänomen, was 6, 7 Jahre lang da war. Okay, weil in der Geschichte nicht so, okay, die ersten Anti-Juden-Gesetze waren 33, okay, 12 Jahre lang, Dutzend Jahre. Es ist so, Antisemitismus, ich weiß nicht, womit wir es verdient haben, aber Antisemitismus ist etwas, was es seit 1000 Jahren und mehr gibt. Also die ersten deutschen Kreuzritter, die den Rhein entlang gezogen sind, haben schon Synagogen angezündet und das ist 1000 Jahre her und das war auch Antisemitismus. Ein bisschen jetzt offensichtlicher ausgelebt als jetzt einfach eine Schimpftirade. Und man kann nicht ein Problem, was 1000 oder tausende Jahre alt ist, einfach überwinden, indem man es totschweigt. Und man merkt ja, die Vorurteile, die ziehen sich immer weiter. Und es ist nicht das, so wie es teilweise dargestellt wird, dass Antisemitismus ein Problem der unteren Bildungsschicht ist. Antisemitismus kommt aus jeder Bildungsschicht, von unter bis oben. Ich hatte jemanden mit einem Doktortitel, der mich gefragt hat,
Stimmt das, dass Juden Tropfen christlichen Blut brauchen für das Matzahbrot? Ist auch nicht als Vorwurf gemeint, weil die Person wusste es einfach nicht besser. Und da kommen wir zum Problem, zum Thema Wissen. Weil wenn man sich mit Judentum auseinandergesetzt hätte, Judentum ist fast 6000 Jahre alt, hätte man festgestellt, das Matzahbrot ist 4000 Jahre alt oder wie viel. Und Christen gibt es seit 2000 Jahren. Zeitreisen war so ein bisschen schwierig, um in Zukunft zu reisen, um christliches Blut zu. Und außerdem ist im Judentum jegliches Blut konsumieren verboten. Das ist nicht koscher. Das heißt, wenn ich mir den Finger schneide, darf ich nicht mal meine eigene Wunde lecken. Beziehungsweise wenn ich beim Kochen mich schneide, muss ich alles wegschmeißen, alles desinfizieren und von vorne anfangen. Und da werde ich ja nicht dann plötzlich dann absichtlich Blut ins Essen machen, wobei ich es nicht konsumieren darf. Nein. Aber es wurde nicht kommuniziert. Ja, aber wie sieht das aus, wenn sich zum Beispiel ein jüdischer Bürger in einem Autounfall verletzen würde oder in einem anderen Unfall und er bräuchte dann Bluttransfusion, würde das dann aussehen? Man würde ihn ja dann nicht wirklich verbluten lassen. Es ist so, vor 100 Jahren hätte man ihn einfach verbluten lassen. Wow. Es ist so, Judentum ist eine Religion, die sich stetig im Wandel befindet. Und zum Beispiel mittlerweile im Judentum gibt es ein Prinzip, das Prinzip des Lebens. Und zwar, das Leben ist das höchste Gut. Und diese Regel sticht jede andere Regel. Und mittlerweile ist es auch so, man sagt, egal ob Bluttransfusion oder Organspende, solange es das Leben rettet, nicht nur deins, sondern wenn du damit ein Leben von einem anderen rettest, sollst du es machen. Bei uns gibt es kein Muss, sondern sollst du es machen. Und deswegen heutzutage will man natürlich der Person helfen. Natürlich gibt es Richtungen von Ultraorthodoxen, die immer noch das nicht machen oder das nicht zulassen würden. Aber wie gesagt, verschiedene Richtungen. Wir haben Freiheit. Jeder darf die Religion so ausleben, wie er will. Also ich bin gläubig, ich glaube an Gott, ich bin jüdisch, definitiv. Ich bin aber jetzt nicht orthodox. Also ich halte mich jetzt nicht an die 613 Gebote und Verbote. Aus verschiedensten Gründen. Ich war mal orthodox eine Zeit lang. Ich ging auf eine streng religiöse Schule, noch in Lettland. Und habe mich dann aber eher schon mit 16, also Erwachsenenalter, entschieden, dass nur orthodox sein nicht unbedingt meins ist. Davon bin ich nicht weniger Jude und davon bin ich kein schlechterer Jude. Zumindest aus meiner Perspektive. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann vielen Dank. In diesem Studio war Alexander Katz. Vielen, vielen Dank. Gegen Antisemitismus hilft Aufklärung. Aufklärung in der Presse, im Fernsehen und auch in den Schulen. Wenn wir dem Ziel näher sein wollen, friedlich miteinander zu leben, müssen wir gemeinsam was dagegen tun. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.